Hallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen Video. Wie ihr seht, ist zwar noch immer nicht alles fertig, wobei ich glaube, das wird noch ein bisschen dauern. Aber wir haben uns heute entschieden, mal ein bisschen Spaß zu haben und unsere Züge endlich mal fahren zu lassen. Denn mit was kann man mehr Spaß haben als mit Zügen? Genau, und deswegen haben wir schon mal eine relativ provisorische Bahnstrecke durch unsere Stadt gelegt, damit ihr auch mal eine Insider-Perspektive von unserer Stadt bekommen könnt. Viel Spaß! Ups! Es geht mit Vollgas Ja, wir los. testen heute eine der großen Erfindungen der Menschheitsgeschichte, nämlich Eisenbahnen. Und es geht schon los mit einer der größten Eisenbahnen, die Lego hervorgebracht hat. Mit etwas mehr Waggons, wie ihr seht, als eigentlich geplant war. Aber das ist die 4512, ein ganz großartiger Cargo Train, wie ich finde. Okay, und was habe ich denn da angehängt? Einfach nur extra Waggons. Da sind um einiges mehr dabei, als ursprünglich geplant war, aber das macht nichts. Hier sehen wir einen blauen Passagierzug. Der ist auch ganz nett. Natürlich um einiges kürzer jetzt. Der hinten auch noch eine Fahrzeugabteilung hat, ja, wo Autos drinnen verladen werden können. Also ein sogenannter Autoreisezug, was auch cool nicht schlecht ist, oder? Tja. Und wie gesagt, die Strecke durch unsere Stadt ist jetzt noch kein ganzer Kreis. Es ist noch nicht alles perfekt, so wie es mal sein soll. Aber ich finde, man kann trotzdem schon erkennen, wie die ganze Geschichte mal aussehen wird. Und auch die Bewohner von unserer Lego City sind ganz verrückt danach, wie ihr dann auch gleich sehen werdet. Wer kann da nicht verrückt werden? Das ist wohl die Frage. Es geht schon wieder weiter mit dem nächsten Zug, 4511, auch ein Passagierzug. Cargo? Wieso steht dann Cargo hinten der drauf? Hinten eine kleine Cargo-Abteilung hat. Wir können euch die Züge, wenn ihr Interesse habt, gerne auch mal im Detail zeigen. Wir haben ja viel Züge, wie ihr schon gesehen habt. Ich glaube, es sind zwischen 20 und 30, wobei einige auch irgendwo mal doppelt vorgekommen sind. Aber seht, hier warten zum Beispiel manche Leute schon auf den Zug, der hier durch unsere Lego City fährt. Sieht so cool aus. Aber das ist auch ein sehr langer Zug. Der hat auch noch die Waggons von einem anderen Zug angehängt. Ach so. Aber mehr Waggons bedeutet ja mehr Spaß, nicht wahr? Das sieht man hier. Und was ist das für einer? Auf den bist du ja sehr stolz. Ich kann das gar nicht aussprechen, glaube ich, weil ich dazu nervös werde. Vielleicht kommt er später nochmal vor, dann habe ich den Mut. Das ist der Santa Fe Super Chief. Hier seht ihr jetzt nochmal diesen gelben Güterzug, der hat auch um einiges mehr Cargo mit an Bord, Autos, wo sogar noch Leute drin sitzen. Ja, macht vielleicht auch mehr Spaß, wenn die einfach schon drin sitzen. Finde ich auch. Es gibt keinen Passagierwaggon, also muss man sich hier ein bisschen anpassen. Auch der Bauer hinten drauf ist super. Naja, der muss ja auf diesen Ochsen aufpassen, der hinten mitfährt. Eindeutig. Das ist wahrscheinlich ein Hochzucht Koberind. Auf den muss man ganz besonders Acht geben. Da geht es natürlich nicht, dass man da hier keinen Aufpasser mit hat. Es ruckelt. Ja, und jetzt dann... Was war das? Naja, manchmal ist es nicht so leicht, dass man, also dadurch, dass es ja ein bisschen verkehrt jetzt war von der Steuerung her, nach rechts geht's zurück und nach links vorwärts, das hat mich ein bisschen verwirrt. Kommt darauf an, wie man den Zug auf die Gleise stellt, das ist ja ganz klar. Oh, und hier sind wir jetzt, so wie es aussieht, live mit dabei, mit einer On-Ride-Kamera, quer durch mein Lieblingspart in unserer City, nämlich durch den Vergnügungspark. Den Vergnügungspark, der, so wie es aussieht, schon da und dort wirklich nach was aussieht. Die Bahngleise hast du aber nicht verändert. Ich habe den Kreis ein bisschen kleiner gemacht. Einfach nur deshalb, weil wir ja hinten dann eben diese Bahnhof machen wollen. Und da habe ich mir gedacht, ich verkleinere mich ein wenig, aber nicht um viel. Damit wir da alles ein bisschen besser unterbringen. Das ist jetzt schon der nächste Zug gewesen. Und wir sind schon wieder live mit an Bord. Ja, quer durch den Vergnügungspark, diesmal in die andere Richtung. Genau. Mit ein paar kleinen Startschwierigkeiten geht es hier los.
Ich habe auch übrigens vor, dass ich hier 2 Züge fahren lasse, nämlich den Hogwarts Express und auch den Disney-Zug. Leider habe ich die falschen Batterien gekauft und auch zu wenig. Deswegen können wir das jetzt nicht machen hier. Aber ja, das kommt dann das nächste Mal. Ihr könnt euch das ja gar nicht vorstellen. In einen dieser neuen Züge gehen 6 Batterien in die Lokomotive oder in den Tender und dann, ich glaube, nochmal so viel in die Fernbedienung. Wenn man das ältere System hat, mit der neueren kann man ja wenigstens mit dem Handy steuern, was auch nicht ganz ideal ist. Aber hier seht ihr jetzt mal nur die Lok des Z60052 durch den Vergnügungspark fahren. Das ist nämlich der einzige der neuen Züge, die momentan mit einer Batterie ausgestattet sind. Stimmt. Und das hat dann auch wirklich gut funktioniert. Aber wie gesagt, das nächste Mal dann kaufe ich ein Family Pack an Batterien und dann wird das auch funktionieren. Da brauchen wir gleich einen großen Vorrat. Wie gesagt, Batterien hätten wir genug zu Hause, aber leider die falsche Größe, weswegen ich hier diese 9-Volt-Strecke präferiere. Sieh mal, wie das cool aussieht, wenn sich der Zug hier durch die Stadt schlängelt. Ich muss eigentlich sagen, gut, ich habe die Schienen zwar zum Teil etwas reinigen müssen. Hier sind wir wieder live mit an Bord, mit Vollgas. Aber ich wollte gerade sagen, das ist auch nicht weniger Arbeit. Also da bin ich mir nicht sicher, es ist besser, ein paar Batterien zu kaufen oder diese Gleise abzuschrubben. Ich hoffe, dass ich aber jetzt wieder für Jahre Ruhe habe mit meiner 9-Volt-Bahn. Und bei dir wird es ja wahrscheinlich nicht lange dauern, bis die Batterien leer sind. Oh, hier seht ihr nochmal den Santa Fe Super Chief mit 2 Lokomotiven und 4 Waggons, sogar diesen Aussichtswaggon hinten noch drauf. Ich glaube, es ist noch ein Gepäckswaggon mit dabei, ein Fahrradwaggon, ein Schlafwaggon. Also es ist wirklich einiges, was hier mit auf den Gleisen fährt. Und hier haben wir den wahnsinnig schönen Panoramazug beim Metroliner, super Einstellung, der hier gerade aus der Station hinausfährt. Hier nochmal relativ kurz beim Vorbeibrausen die 60052 und hier nochmal, weil es so schön war, ja, es die ist Santa viel Fe. los in unserer Stadt. Sehr viele Züge, die sich hier durch die Stadt bewegen. Oh, und auch hier die Burlington Northern Santa Fe mit diesen TTX-Waggons. Auch der ist schon unterwegs. Wir haben ja hier dieses Trainyard Depot hinten an der Stadtecke, welches fast zu klein wird. Ich glaube, da müssen wir noch den Vergnügungspark etwas zusammenschrumpfen, damit wir mehr Platz haben, hier Züge und Gleisanlagen zu verlegen. Deswegen ist mir auch das Missgeschick passiert, dass ich zu viele Waggons angehängt habe. Das hätte also nicht ist das hier passieren jetzt können, die offizielle wenn Erlaubnis, wäre. dass der Vergnügungspark etwas kleiner wird? Nein, der wird nicht kleiner. Die Stadt Hier wird größer. haben wir die wohl größte Lok, die jemals von Lego produziert wurde, nämlich das Schweizer Krokodil. Und Ein hier interessanter Name. wartende Leute am Bahnsteig. Was gibt's Interessanteres? Oh, und hier kommt aber schon der Metroliner, Pünktlich. der hoffentlich pünktlich ist und Auf auch jeden in Fall. der Station stehen bleibt. Ja, das tut er. Leute steigen aus, Leute steigen ein. Die Person hier am Bahnsteig weiß nicht so recht, in welche Richtung sie jetzt eigentlich fahren will. Ja, vielleicht Und ist er auch am falschen Bahnsteig. Schwer und wirklich unter Volllast fährt der Metroliner wieder aus der Station hinaus. Und der eine hat den Zug verpasst. Die finde und ich auch so süß, unser altes Ehepaar. ein älteres Mit Ehepaar, Hund. was die Züge ansieht. Sie Genau. fahren nicht mehr auf Urlaub, das ist Nein. ihnen zu anstrengend, Genau. aber sie sehen die Züge Aber an. trotzdem voll Und dabei. auch hier ein anderer Bahnhof in Gelb, ein Traum in Gelb, wie ich ihn gern nenne, wo wahrscheinlich in nächster Zeit auch wieder mal ein Zug durchfahren wird. Oder ich Das- hoffe zumindest, dass er nicht nur durchfahren wird, sondern auch stehen bleibt. Das wäre nicht schlecht. Aber ich höre den Zug schon, also er kann nicht so weit sein. Oh, es ist ein Cargozug, der Ja, rückwärts fährt. im Rückwärtsgang durch die Station durchfährt. Ja, das kann ja auch sein, wenn ihr mal an einem Bahnhof gewesen seid, kann ja sein, dass da auch mal Cargozüge durchfahren. Natürlich. Was haben wir jetzt hier? Einen ICE-ähnlichen mit der Nummer 7897, der Stehen geblieben. stehen geblieben ist, aber Aber nur bei so einem kurz, anderen- dass alle Leute noch am Bahnsteig stehen und kein einziger jetzt hier einsteigen hat können. Wie gesagt, der eine Ranger hat sich noch schnell ein Würstchen am Imbiss gekauft und der Zug ist nochmal durchgefahren und
Nicht mal stehen geblieben. Nein. Das heißt, das dürfte eher so ein eher peripherer, kleiner Bahnsteig sein. Das kann wohl sein. Das kann wohl sein. Aber ich finde es einfach auch nett, dass wir nicht nur sehr verschiedene Züge haben, sondern auch viele Bahnsteige. Ich fände es auch noch cool, wenn wir mal wirklich einen großen Bahnhof machen mit verschiedenen mit mehreren Plattformen und Bahnsteigen, wo sich also wirklich was tut. Ja, Lego bringt ja eigentlich immer nur diese kleineren Bahnsteige heraus, das ist schade, wo sich nicht wirklich viel tut und auch die Bahnhöfe sind ja natürlich, also ich würde sagen, nicht maßstabsgetreu, wenn man die coolen Züge ansieht. Ja, leider. Aber das wäre schon echt cool, vielleicht, dass wir auch da mal selber was bauen. Das fände ich. Das können wir gerne machen, ja. Also du weißt ja, für Züge bin ich immer zu haben, genauso für Bahnhöfe. Auch wird dieses Train Depot noch etwas erweitert, glaube ich, denn das ist für meine Begriffe noch nicht wirklich repräsentativ. Aber ich finde, das schaut schon mal cool aus. Für all die Züge, ja, also ich finde, es ist sehr cool geworden, aber siehst du hier, es sind so ziemlich alle Bahngleise voll belegt und es gibt eigentlich hier fast kein Vor und Zurück mehr. Stimmt. Ein Teil der Züge stehen schon am Boden unten. Und er wäre schon bereit. Ja, er muss sogar schon abfahren, weil die Abfahrtszeit eigentlich schon vorbei ist, aber er kann nicht vorbei, weil hier dieser TTX-Waggon vor ihm steht. Der muss erst rangiert werden und das dauert wahrscheinlich noch eine Zeit, bis sich hier was tut. Hier diese Bahnarbeiter sind auch, wie ihr seht, komplett überfordert. Die wissen überhaupt nicht mehr, wohin mit dem ganzen Gerümpel hier. Der Trafo, steht auch auf den Bahngleisen, weil hier kein Platz mehr ist. Also wirklich eine Belastung für die Mitarbeiter der Eisenbahn eigentlich. Und das wollen wir ja natürlich nicht in unserer Stadt haben. Das wollen wir nicht. Hier haben wir nochmal, weil es so schön war, den Metroliner, der hier durchfährt. Und President Business ist auch mit einem sehr skeptischen Blick, sieht er aus seinem Rathausbalkon herunter und sieht auf die Bahngleise, wo sich hier einiges tut. Eindeutig. Ja, also dieser junge Mann ist allem Anschein nach mit dem Skateboard unterwegs. Er verzichtet heute auf die Eisenbahn. Und den Zug werdet ihr auch in nächster Zeit mal sehen, sofern er mal motorisiert ist. Es ist der wunderbare, der fantastische, hellblaue Maersk Train mit der Setnummer 10219. Den werdet ihr auch bald mal in Aktion sehen. Momentan fährt er noch nicht, da er keinen Motor hat. Weder 9 Volt noch die neue Power Functions das müssen wir Serie. ändern. Okay. Und dieses... Das finde ich auch so süß. Der neue Papa, der auf sein Baby aufpasst. Aber was hat das eigentlich mit dem Zug zu tun? Ja, der sitzt doch auch in der Nähe von den Gleisen und hat dann wenigstens eine Unterhaltung, wenn wieder mal ein Zug vorfährt. Also er ist auch ein Eisenbahnfan und setzt sich hier mit seinem Kind hin, um etwas Züge zu sehen. Oh ja, und hier sind jetzt noch die Outtakes. Alles, was schief gegangen ist. Ja. Kann passieren, dass mal jemand hingleist, das ist ja kein Problem. Kamera Das zu war hoch ein für den Horror. Hogwarts. Ja, passiert.